Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute möchten wir uns mit einem interessanten Thema beschäftigen. Wie kann man vermögenswirksame Leistungen in ETFs investieren? Wenn du dich für langfristiges Vermögenswachstum interessierst, dann bist du hier genau richtig. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen. Jetzt aber los. Bevor wir in die Details gehen, lasse dir uns kurz erklären, was vermögenswirksame Leistungen überhaupt sind. Vermögenswirksame Leistungen sind zusätzliche Geldleistungen, die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern erhalten können. Diese Leistungen sollen dazu dienen, Vermögen aufzubauen und langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. Der Arbeitgeber kann seinen Anteil dazu beitragen und deine Sparrate mit bis zu 40 Euro im Monat unterstützen. Diese Zahlung ist jedoch freiwillig und wird nicht von jedem Arbeitgeber angeboten. Neben der Zahlung des Arbeitgebers kannst du auch noch staatliche Zulagen erhalten. Diese nennen sich Arbeitnehmersparzulage. Die Arbeitnehmersparzulage ist eine staatliche Förderung, die Arbeitnehmern in Deutschland dabei hilft, Vermögen aufzubauen. Um Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage zu haben, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören unter anderem: Du musst unbeschränkt steuerpflichtig sein, dein zu versteuerndes Einkommen darf bestimmte Grenzen nicht überschreiten, du musst die vermögenswirksamen Leistungen für einen förderfähigen Sparzweck verwenden, zum Beispiel den Kauf von Aktienfonds, Bausparverträgen oder bestimmten Sparformen. Die Arbeitnehmersparzulage beträgt derzeit bis zu 20% der geleisteten vermögenswirksamen Leistung. Die maximale jährliche Sparzulage liegt bei 80 Euro für Alleinstehende und 160 Euro für verheiratete oder eingetragene Lebenspartner, sofern sie zusammen veranlagt sind. Um die volle Sparzulage zu erhalten, darf das zu versteuernde Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Für Alleinstehende liegt diese Grenze derzeit bei 17.900 Euro pro Jahr. Bei zusammen veranlagten Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern beträgt die Grenze 35.800 Euro pro Jahr. Um die Arbeitnehmersparzulage zu erhalten, musst du einen entsprechenden Antrag stellen. Dies erfolgt in der Regel über die jährliche Einkommensteuererklärung. Du kannst die Sparzulage entweder direkt mit der Steuererklärung beantragen oder eine Anlage VL ausfüllen und sie deiner Steuererklärung beifügen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Arbeitnehmersparzulage nicht automatisch gewährt wird. Du musst sie jedes Jahr beantragen, um davon zu profitieren. Die Arbeitnehmersparzulage ist eine attraktive Möglichkeit, um deine vermögenswirksamen Leistungen zusätzlich zu fördern und dein Vermögen schneller wachsen zu lassen. Stelle sicher, dass du die erforderlichen Voraussetzungen erfüllst und den Antrag rechtzeitig einreichst, um von dieser staatlichen Unterstützung zu profitieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine vermögenswirksamen Leistungen anlegen kann. Eine beliebte Option ist die Investition in ETFs, also Exchange Traded Funds. ETFs sind Investmentfonds, die an der Börse gehandelt werden und eine breite Palette von Anlageklassen abbilden können. Warum sind ETFs eine gute Wahl für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen? Nun, sie bieten eine Reihe von Vorteilen. Der erste Vorteil von ETFs ist ihre breite Diversifikation. ETFs investieren in einen Korb von Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten. Durch diese Streuung reduziert man das Risiko, dass das gesamte Investment durch die Performance eines einzelnen Wertpapiers beeinträchtigt wird. Das ist besonders wichtig, wenn man langfristig investiert. Ein weiterer Vorteil von ETFs sind ihre niedrigen Kosten. ETFs haben in der Regel eine niedrigere Kostenquote als aktive Investmentfonds. Das bedeutet, dass mehr von deinem investierten Geld tatsächlich in das Portfolio fließt und weniger für Gebühren verwendet wird. Auf lange Sicht können niedrigere Kosten einen großen Unterschied in der Rendite machen. Hier sind einige ETFs, für die die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen geeignet sind und eine breite Streuung sowie relative Sicherheit bieten. Bitte beachte, dass dies nur Beispiele sind und keine spezifische Empfehlung darstellen. Es ist immer ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und gegebenenfalls professionelle Beratung einzuholen. Der iShares Core MSCI World. Dieser ETF bildet den MSCI World Index ab, der über 1600 Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern enthält. Er bietet eine globale Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg.
Dieser ETF folgt dem FTSE All World Index und bietet eine breite Streuung über mehr als 3000 Unternehmen aus entwickelten und Schwellenländern. Er umfasst sowohl große als auch mittlere Unternehmen. Xtrackers MSCI World UCITS ETF. Dieser ETF spiegelt die Wertentwicklung des MSCI World Index wider und investiert in Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Er bietet eine breite geografische und sektorale Diversifikation. SPDR S&P 500 ETF Trust. Dieser ETF verfolgt die Wertentwicklung des S&P 500 Index, der 500 großen US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Er bietet eine starke Konzentration auf den US-amerikanischen Markt. iShares Core S&P 500. Ähnlich wie der vorherige ETF bildet dieser ETF den S&P 500 Index ab und ermöglicht Anlegern, in die großen US-amerikanischen Unternehmen zu investieren. Bitte beachte, dass dies nur eine kleine Auswahl an möglichen ETFs ist. Es gibt viele weitere ETFs, die ebenfalls eine breite Streuung und relative Sicherheit bieten können. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Wie kann man mit vermögenswirksamen Leistungen in ETFs investieren? Hier sind die Schritte, die du befolgen kannst. Als erstes musst du ein Depot bei einem Broker eröffnen, welcher dir auch die Möglichkeit bietet, dein Geld in vermögenswirksame Leistungen zu investieren. Als Beispiele können wir dir Comdirect und Finvesto nennen. Beide Broker arbeiten mit eBase zusammen, welcher am Ende die vermögenswirksame Leistung abwickelt. Stelle sicher, dass du bei deinem Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen beantragst. Du musst das entsprechende Formular ausfüllen und einreichen. Dein Arbeitgeber überweist dann den festgelegten Betrag direkt in das Depot. Sobald das Geld auf deinem Konto eingegangen ist, werden die von dir ausgewählten ETFs gekauft. Bevor wir fortfahren, möchten wir darauf hinweisen, dass Geldanlagen einschließlich der Investition in ETFs mit Risiken verbunden sind. Die Wertentwicklung von ETFs kann schwanken und es gibt keine Garantie für eine positive Rendite. Das war eine Erklärung, wie man vermögenswirksame Leistungen in ETFs investieren kann. Wir hoffen, dass dir diese Informationen weiterhelfen und du dadurch bessere Entscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Denk daran, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere nützliche Tipps und Informationen rund um Geldanlagen zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.